Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Themen, die ich für euch vorbereitet habe. Condor. Condor möchte ein Pro-Rate Agreement haben, wo man ja bei Lufthansa gesagt hat, wollen wir nicht. Man möchte sich auch bei Condor hübsch machen. Man möchte quasi einen neuen Bräutigam, neue Braut, je nachdem, wie man es sieht. Weiter geht es dann mit Emirates. Emirates macht wieder ein Upgrade in der First Class, wenn es um Champagner geht. Vom Dom Perignon geht es eine Stufe höher auf den Pitou. Gehen wir darauf ein, was es ist. Es gibt auch den Dom Perignon Rosé. Ich habe Pitou unten, ich habe im Keller den Dom Perignon, mehrere Flaschen. Ich habe auch 2008er, glaube ich. Aber auf jeden Fall sollten wir ein Treffen in Helsinki machen und sollten dann Champagner verköstigen. Für Kanalmitglieder Business Class zum Beispiel bevorzugt. Und natürlich die Top-VIP. Logisch. Aber bevor wir weiter den Kurs verlieren, Emirates, die 777 bekommen in der Business Class endlich den Mittelsitz raus. Das heißt also, es gibt neue Sitze, Sitzupgrades auch für die 380er. Macht natürlich das Leben schöner. Bei Emirates weiter ist es so, dass die Airbus A350 später kommt und die 1000er immer noch nicht bestellt ist. Wir haben dann auch nochmal traurige Themen, und zwar ein trauriges Thema sind 30 Verletzte auf dem Air-Europa-Flug, der irgendwo in Brasilien dann landen musste, leider. Auch sehr traurig, die Bilder sind erschreckend. Es gab jemanden, der auch oben in der Decke, ja, ich muss sagen, verschwand, wenn man es richtig sieht. Zeige ich euch auch die Aufnahmen. Korean Airlines hat nicht nur das Problem, dass der Incheon-Flughafen geschlossen wird zeitweise, weil ich nenne es jetzt mal Liebesgrüße aus Nordkorea in Anlehnung an einen alten James-Bond-Klassiker in Abwandlung. Und des Weiteren, die Cabin Crew setzt den Service schon 40 Minuten vor der Landung aus, auch wegen der Angst vor Turbulenzen. Also auch hier seht ihr alles miteinander verknüpft. Wir haben ein Thema, was ich von euch bekommen habe, von einem Zuschauer, der hat mir den Beitrag geschickt. In Berlin am Flughafen am T2, das ist der Billigflieger, Bereich, wo auch die Currywurst vorne verkauft wird, die S-Bahn, da ist es so, dass man 5 Stunden zwar nicht gewartet hat, wie es glaube ich in Frankfurt war, aber 2 Stunden und dann war auch noch die S-Bahn im Arsch. Ja, konnte ich das schon sagen? Ja, war über 2 Minuten. Also insofern alles okay. Weiter geht es dann noch für unsere HonCircle-Member. Da gibt es kostenloses Interweb, und zwar Premium-Interweb auf den LH-Flügen. Und wie heißt das so schön, wie hatte der Kollege das in der DDR gesagt, als es um die Öffnung gab, das geht meines Wissens nach unverzüglich. Also in dem Sinne, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, den Kanal weiter so zu unterstützen, wie er es tut. Dafür bedanke ich mich an dieser Stelle. Und wir steigen auch direkt in das erste Thema ein. Und zwar die Condor möchte sich nicht nur hübsch machen, weil es auch ein Investor auf Zeit war, sondern die Condor möchte auch quasi wieder mit der Lufthansa die Agreements haben. Und die Agreements sind die sogenannten Special Pro-Rate Agreements. Das sind die Raten, auf denen die Leute die Zubringer bringen können, also die Passagiere die Zubringer der Lufthansa nutzen können, um sie auf die Flüge der Condor zu bringen. So. Schwierig alles heute wieder, ihr merkt das schon. Aber man hat ja 2022 Streit gehabt bei der Lufthansa. Peter Gerber ist ein ehemaliger Lufthanseat, war ja auch der Statthalter bei Brussels und hat durchaus gute Kontakte, genauso wie es Teckentrupp natürlich auch hatte. Aber nichtsdestotrotz will er jetzt auf die Lufthansa zugehen, zumal ja die Lufthansa auch vor Gericht eine Schlappe erledigt hat und erhalten hat. Und zwar ist es so, dass nachdem man am 30. November 2020 die Verträge gekündigt hatte und der Originalwortlaut war, Verträge, die Passagierströme von Lufthansa auf andere Airlines verlagern, werden nicht fortgeführt. Und das hat Michael Niggemann, damals Vorstand, gesagt. Und die sollen halt eigene Zubringer und auch die Bahn benutzen. Wenn natürlich die Nationalmannschaft die Bahn nicht benutzt, warum sollen wir die Bahn benutzen? Also insofern stellt sich die Frage, was will Lufthansa? Natürlich will Lufthansa damit nicht die Konkurrenz stärken und logischerweise kann man das auch irgendwo nachvollziehen. Aber die Lufthansa hat so eine marktbeherrschende Stellung, dass die Condor gesagt hat, ja, das Problem ist, dass weitgehend an Lufthansa vergebene Start- und Landerechte an deutschen Drehkreuzen der Condor einen eigenen Aufbau von einem Drehkreuz und Verbindungen unmöglich macht. Und das ist auch das, wo natürlich damals das Oberlandesgericht Düsseldorf wahrscheinlich sich noch mit beschäftigen muss und dann auch rauskommt,
dass man den Streit anders löst. Für beide Parteien sei eine außergerichtliche Einigung die bessere Variante. Und vor Gericht ist es halt so, dass man da ja in den ersten Momenten, ich glaube eine einstweilige Verfügung oder was das war, ich bin kein Jurist, bekommen hat, dass man von der Lufthansa aus diese Verträge gar nicht einseitig kündigen kann, weil sie eine Art Monopolstellung haben. Zumal man jetzt natürlich innerhalb Deutschlands auch weniger Flüge anbietet, wäre das Argument vielleicht auch obsolet. Aber wenn Lufthansa die Slots abgeben würde, könnte Condor das machen mit Marabu, auch wenn die Operation dort ab und zu mal so ein bisschen hinten rüber kippt. Auch will man einen neuen Gesellschafter suchen, nachdem man die Flotte auf 330-900er und auf Airbus 321er und 20er Neos umgebaut hat, ist es mit dem britischen Investor am Ende. Dann sagt ja auch, dass zum Beispiel Condor mit dem Finanzinvestor, dass es nur eine Liebe auf Zeit war. Und deshalb will man auch Window-Dressing machen, ist auch mit Alaska Airlines zum Beispiel einen Codeshare-Vertrag eingegangen. Man hat mit Emirates auch damit seine Stellung nochmal verbessert. Mit Fly Dubai dann im Schatten der Emirates natürlich auch dazu gekommen. Damit hat man quasi einmal einen Amerika-Partner, womit man durch die Welt fliegt, und man hat auch in Dubai nochmal das Drehkreuz. Das Zubringerrisiko am Drehkreuz Frankfurt muss man aber angehen, weil sonst ist es für Investoren halt ein hohes Risiko und Condor damit kein gutes Investment. Ihr könnt da jetzt natürlich schreiben, was ihr dazu denkt. Natürlich muss man jetzt ehrlicherweise sagen, was hat die Lufthansa davon? Die haben ja ehrlicherweise vielleicht nichts davon, weil sie im Moment nicht genug Passagiere, sage ich jetzt mal, verarzten können, weil viele Flüge ja immer noch nicht stattfinden. Also hier seid ihr jetzt gefragt. Wer auch gefragt ist, ist immer wieder Emirates. Und Emirates wird mir von euch auch immer genannt als Alternative zur Lufthansa. Und da muss ich euch ehrlicherweise sagen, das stimmt auch schon. Das muss man hier auch ehrlicherweise als Given geben. Denn Emirates ist eine Alternative. Ob man jetzt in Dubai umsteigt oder in Frankfurt umsteigt, wenn man aus Düsseldorf, Hamburg oder aus Stulgi kommt oder vielleicht demnächst aus Berlin mit der Condor nach Dubai fliegt, um dann weiter zu fliegen. Das ist natürlich wesentlich angenehmer als dann innerdeutsch. Viele sagen aber auch auf der anderen Seite nicht nur, dass der Preis ausschlaggebend ist, weil die Flüge über Dubai günstiger sind, sondern auch, weil man einfach grundsätzlich keinen Bock auf Lufthansa hat. Ja, diese Leute gibt es und ich werde auch vielleicht ein Video vorbereiten. Ihr könnt mir ja mal Gründe nennen, nichtsdestotrotz als kleines Side-Hinweis, wo ihr mir schreibt, was ihr an Lufthansa nicht mögt und was für euch die Probleme da sind. Ich habe einige Themen aufgeschrieben. Hier irgendwo wird die Rufnummer stehen. Da könnt ihr mir eine WhatsApp-Nachricht schicken und ich werde dann gucken, ob ich eure Sachen mit einbauen kann oder ob ich sie schon eingebaut habe, aber ihr dann nochmal vielleicht einen anderen Blickwinkel darauf gibt. Also ich freue mich auf eure Nachrichten. Nichtsdestotrotz ist es so, sobald man die A350 erhält, werden wir die Indienststellung so schnell wie möglich vorantreiben. Die Auswirkungen der Verzögerung zu minimieren, das sagte ein Emirates-Sprecher, The National. Das ist die Zeitung aus Abu Dhabi. Und man wartet dort auf die 350er. Und natürlich, und das muss man auch der Ehrlichkeit aber auch hier sagen, Airbus hat auch so ein bisschen Schwierigkeiten auszuliefern. Nicht in dem Maße, wie es Boeing hat. Und Emirates schickt die 350-900 am 4. November damit ins Rennen. Das erste Ziel heißt dann Edinburgh und am 15. September soll der Start mit der Dubai Dubai-Linie Manama, die sollte ja kommen, die ist dann abgesagt worden, weil es halt nicht klappt. Und das ist der Grund, ist halt die Lieferverzögerung. Es wird auch keine First Class in den Fliegern geben. Man will den 350-1000er im Moment auch noch nicht bestellen, weil das Triebwerk von Rolls-Royce, und das ist die XWB 97 Triebwerke, durch die Hitze und durch den Staub in Dubai eine bessere und öftere Wartung brauchen und damit einen höheren Verschleiß haben. Und damit sind die Kosten dann für Emirates zu hoch. Rolls-Royce arbeitet ja an einer Lösung, wie wir mitgekriegt haben, weil man möchte an die verkaufen. Und man muss ja auch ehrlicherweise sagen, dass die Emirates nicht wenig Flugzeuge hat. Ne? Und deshalb können wir direkt das nächste Thema damit angehen, denn das Thema Retrofit. Und zwar bei dem Thema Retrofit ist es so, dass die Maschinen natürlich erneuert werden müssen, weil sie länger in Dienst bleiben, weil Flugzeuge länger kommen.
Und die neue Business Class zum Beispiel, die kommt, ist keine 2-3-2-Konfiguration mehr in dem Flieger. Das ist wunderbar, denn es gibt einen kompletten Fully Flat Seat. Gut, der war auch schon Full Flat. Und die Flotte soll auf dem 350er und auf den 777s gestreamlined werden. Also das heißt, das Produkt soll gleich sein. Bei den 380er bin ich mal auch gespannt, was da kommt. Es wird eine sogenannte Staggered Configuration sein. Und das ist etwas, was man natürlich auch immer wieder gut findet. Und ich glaube, dass man der Lufthansa damit natürlich so ein bisschen Allegris auch abspenstig machen will, weil die Leute dann vielleicht bei Emirates ein besseres Produkt finden. Ich bin da mal gespannt. Man muss natürlich auch sagen, dass man dort in den 380ern, ja, wie alt ist das Ding überhaupt? Die Business Class, die damals wirklich State of the Art war, heute schon ein bisschen problematisch ist und da eine dringende Erneuerung braucht. Aber in den 777 war es halt wirklich ein Problem, denn wenn man die 191 existierenden 777-Flugzeuge sieht, die haben halt diesen dritten Sitz in der Mitte, heißt also, man würde dann quasi komplett doof da sein. Auch sind natürlich die Zweiersitze nicht mehr State of the Art. Und ich bin mal gespannt, was da passiert. Aber es werden wohl nicht alle Flugzeuge umgerüstet und es wird auch keine neue First Class eingebaut. Was aber eingebaut wird, und das Foto will ich euch nicht vorenthalten, das ist der Dompi. Das ist die Kabine, die ich euch zeigen wollte. Der Dompi kommt gleich. Da seht ihr einmal die neue Farbgestaltung, die man dort hat. Und hier ist die First Class. Und da sieht man auch bei der First Class, dass dort oben natürlich keine komplett geschlossene Kabine ist, wie es in den 777 ist, in der Game Changer. Und wir haben natürlich auch hier nochmal ein Bild. Da seht ihr auch die Sitze nochmal. Das ist halt kein State of the Art. Das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Da bricht man sich keinen Zacken aus der Krone, wenn man das zugibt. Wie findet ihr die Neuigkeiten von Emirates, dass man dort jetzt reagiert hat und gesagt hat, okay, wir machen da was Neues und wir bringen euch da mal neue Sitze. Also ein Gamechanger wirklich für euch. Ich bin gespannt. Wir gehen jetzt natürlich auch auf das Thema Champagner ein. Bei Emirates Airlines ist Champagner, Dom Perignon ist da natürlich synonym. Ist das der Shampoos? Da ist der Shampoos, da seht ihr das. Man möchte jetzt da den P2 bringen. Man hat zwischen Juni und September 2024 2008er Dom Perignon Rosé im Angebot mit dem Dom Perignon 2013. November, Dezember gibt es den 2004 Dom Perignon Plentitude P2, den ihr da im Bild seht. Und wer natürlich jetzt fragt, was kostet die Buddel? Ja, irgendwo im Retail-Bereich. Ich bezahle unterschiedlich. Ich habe für meinen Dompi auch schon mal 120 bezahlt am Flughafen. Das war dann super günstig, aber die Preise gehen da durchaus auch um die 200. Einige sagen sogar 300 pro Flasche. Bis dies dann bei dem Rosé geht es natürlich noch mehr. Die Rosé, die ich gekauft habe, ich glaube, die war auch bei 300 irgendwas. Die gehen aber auch gerne mal hoch bis 500, je nachdem welches Jahr das ist. Der P2, den habe ich noch mal gekauft, ich glaube, für knapp unter 500. Den auf dem Schiff zwischen Tallinn und Helsinki oder umgekehrt, da gibt es den immer. Und es gab dann eine Aktion mit 20%, was natürlich dann reinknallt. Der wird aber auch normalerweise so um die 600 verkauft. Also das ist jetzt keine Flasche, die Emirates bezahlt in dem Bereich. Aber wenn ihr nicht wisst, was P2 Plentitude, so wie das Ding heißt, Second Plentitude, das ist so, dass man dort etwas mehr das Aging gemacht hat und dass man dort sie nennen es Freshness hat. Und ich möchte euch das vorlesen, was Emirates zu dem 2004 P2 sagt. Presenting an affirmed and precise minerality, the second plentitude of this excellent vintage offer citrusy notes of pink grapefruit, blood orange that gently seed into figs. It's 20 years on the lease, elevate the minerality with the sublime maturity that is Dom Perignon's signature feature and rich notes of cocoa, mocha, roasted nuts, brioche, honey and licorice. Ich muss euch ehrlicherweise sagen, diesen ganzen Honig und Lakritz und was da alles drin ist, ich persönlich bin kein Connoisseur der Form, dass ich das rausschmecken würde. Das gebe ich der Ehrlichkeit halber zu, aber ich sage, es schmeckt mir. Und da haben wir andere Leute, die da wesentlich besser bewandert sind.
Aber P2 ist schon ein feines Säftchen. Wer auch sagt, wir haben ein feines Flugzeug, das ist Alaska Airlines. Wer von euch kennt die Kennung November 704 Alpha Lima? Das ist nämlich die 737 MAX, die den Türstopfen verloren hat am Datum, was habe ich denn? Ich weiß gar nicht, das war ein werksneues Flugzeug, 5. Januar war dann irgendwie, glaube ich, Oktober ausgeliefert worden oder sowas. Und man hat in Portland den Türstopfen, die Türblende, egal wie man es nennt, verloren. Auch nochmal ein Hinweis für alle Leute, die sagen, ja, die Türe. Nein, es ist keine Türe. Wäre es eine Türe, wäre es wohl nicht so passiert. Man kann den Türstopfen nur zur Wartung auf- und zumachen. Und genau das ist das Problem gewesen, was man dort gemacht hat. Man hat 4 Bolzen, also 4, der Finger 5 weg, 4 Bolzen. Und bei den 4 Bolzen ist das so, dass man die vergessen hat einzubauen. Und damit war dieses Ding lose. Das war also im Prinzip nur reingehängt, aber nicht fixiert. Interessant ist, dass der Stopfen überhaupt so lange gehalten hat und dass das Gott sei Dank rausgeflogen ist, bevor die Kabine pressurized war. Wobei, wenn die gepressured wäre, also wenn der Druck drauf gewesen wäre, dann wäre das wahrscheinlich nicht passiert, weil es reingedrückt wäre. Aber Glück im Unglück war, dass wirklich keiner da gesessen hat, weil man weiß nicht, was da passiert wäre mit dem Passagier. Und Alaska Airlines sagt ganz einfach, wir haben keinen Bock auf den Flieger, wir wollen den nicht zurück. Und ja, man hat natürlich bei Boeing damit Riesenprobleme mit der 737 MAX. Ganz einfach deshalb, weil man sich nicht an Vorschriften hält. Man hat von der NTSB, ja, aus dem Untersuchungsbericht vorläufige Ergebnisse, die nicht verifiziert worden sind und Sachen einfach weitergegeben in einem Media-Event. Und das ist natürlich nicht die erste Panne, die dort passiert ist. Man hat dann auch zum Beispiel Gierschwingungen bei der MAX 8 gehabt. Also das heißt, dass da die Dutch Roll, die Geschichte, wo ich auch zu erzählt habe, ein Problem gewesen ist. Und man kann natürlich einen Kontrollverlust dadurch bekommen. Also ich kann die bei Alaska Airlines verstehen. Und was auch natürlich ist, dass man ja, bei Boeing wirklich einen schlechten Lauf hat. Und ich will da nicht mehr viel zu sagen, weil mir fehlen die Worte, mir fehlen dort eigentlich jegliches Verständnis. Spirit Aerosystems, das sind die ja für viele Fehler verantwortlich sind. Wir wissen ja, wie sie zum Beispiel da angefangen haben, Löcher zu bohren, die zu groß waren, dass die Nieten nicht mehr passten. Und man hat dort jetzt in einem Deal, den 4,7 Milliarden Dollar war das übrigens, diesen aufgeteilt zu den Freunden von Boeing und Airbus. Und man hat die Schulden, die sind übrigens 8,3 Milliarden, auch noch untereinander genommen. Rund 7,7 Milliarden Euro sind das. Die Spirit wird unter anderem Rumpfmaschinen der Typ 737 gebaut, aber man baut da ja auch Teile für die 220, also den Airbus 220, auch für den Airbus 350er und so weiter Teile. Und im irischen Belfast ist das zum Beispiel in North Carolina und in Saint-Nazaire die Rumpfsektion für den 350er. Also daran sieht man, dass Airbus natürlich ein Interesse hat, dass das nicht in Boeing ankommt. Und das passiert jetzt Gott sei Dank wohl nicht. Der Zwischenfall von Alaska Airlines war halt wirklich das Letzte, was da dazu geführt hat, dass man bei Boeing reagieren musste. Ist ja übrigens 2005 oder was, ich weiß jetzt nicht ganz genau die Zahl, ist es ja auch von Boeing verkauft worden oder rausgelöst worden, um da noch mal ein bisschen Geld zu machen. Und ich bin mal gespannt, was da jetzt passiert. Und wir hoffen mal, dass da jetzt ein besserer Lauf kommt. Und wir merken halt, dass Outsourcing nicht immer die beste Lösung ist. Man kann auch mal insourcen. Das wäre auch mal eine Variante. Wer auch etwas Spannung und Liebe haben möchte, und ich würde das jetzt mal als Liebesschrei aus Nordkorea betiteln, beziehungsweise Liebesgrüße aus Nordkorea, dem sei Folgendes hier gezeigt. Und zwar hier, seht ihr das, das sind Ballons, die in Nordkorea gestartet sind und dann landen in Südkorea. Das Schlimme an der Geschichte ist, dass das Zigarettenstummel sind, Papier, Batterien, aber auch Fäkalien. Ja, Scheiße. Das heißt also, die schickten das einfach darum. In der Nacht zum Donnerstag musste auch der Flughafen in Seoul geschlossen werden, genau wegen dieser Liebesgrüße. Und das sind Plastiksäcke.
Und diese Überreste sind halt, ekelhaft. Man hat natürlich auch das Problem, dass dort Bakterien, biologische Kampfstoffe oder sonst irgendwas drin sein könnten. Man weiß es ja ehrlicherweise nicht. Und seit Ende Mai sind mehr als 1500 solche Ballons in Südkorea aufgetaucht. Und man kann natürlich sagen, dass das Verschärfung der Lage bringt dort. Und ihr seht ja selber an den Bildern, was da alles ist. Und ich weiß jetzt nicht, ob man damit jetzt wie ein Kommentar schreibt, dass man damit Lasern die abschießen sollte. Oh, jetzt bist du vom Mikrofon, glaube ich, weggegangen. Ne? Ich nehme es mal mit. Dass man da halt wirklich ekelhafte Situationen hat. Also ich würde es persönlich auch nicht anfassen. Und das ist nicht hübsch. Aber wie gesagt, das Schlimme ist halt wirklich, dass der Flughafen geschlossen werden muss. Und dass das bei dem Luftverkehr zu Beeinträchtigungen führt an dieser Stelle. Die Bilder sind mehr als eindrücklich und ekelhaft im Besonderen. Also ich weiß auch gar nicht, was so etwas soll. Das ist irgendwie, das ist wie so ein kleines Kind, was da durchdreht. Die letzten Bilder seht ihr ja auch, was da noch Phase ist, was da drin ist, dass das halt wirklich nicht unbedingt appetitlich ist. So. Ja, damit bin ich auch wieder mit diesem Segment am Ende. Und wir gehen nochmal, das Segment, die Sendung ist noch nicht zu Ende. Ich weiß, wir sind über 20 Minuten. Ihr müsst durchhalten und ich danke euch dafür. Und zwar, Korean Airlines beendet auch den Service in der Kabine früher, und zwar 40 Minuten beim Top of Descent. Und früher war es so, dass man 20 Minuten vor der Landung das beendet hat. Aber jetzt macht man es so, weil 50% der Turbulenzen, die auftreten, treten auf, wenn man im Steig- oder Sinkflug ist. Und aus Angst davor, dass dann solche Bilder sieht, die ich euch gleich auch nochmal zeige, hat man jetzt bei Korean Airlines gesagt, wir wollen den Service reduzieren. Ist das jetzt etwas, wo man sagt, das macht Sinn oder nicht? Man kann natürlich auch sehen bei Singapore Airlines, die Serviceprotokolls dort geändert haben. Und wir gehen direkt dann rüber zu dem Air Europa-Flug, weil das ist ja auch wieder ein Beweis dessen, obwohl das nicht im Sink- oder Steigflug war, meines Wissens nach, sondern im Bereich des Fluges. Und ihr werdet gleich Bilder sehen. Hier muss man immer sagen, at the viewer's discretion. Jetzt müssen wir kurz einmal umschwenken. Da ist es, dass die Ballonbilder nicht kommen. Sind das die Ballonbilder? Nein, das sind die Bilder aus dem Flugzeug. Und da seht ihr auch gleich, wie ein Kollege in der Decke irgendwie drin steckt oder sowas. Also ich kann das selber irgendwie nicht erklären, was da passiert, aber es sieht aus, als ob der aus der Bin heraus, über der Bin rauskommt. 30 Passagiere sind halt schwer verletzt worden. Man sieht auch, wie Passagiere am Ende nach der Landung auf einem Stretcher auf der Liege rausgebracht worden ist. Das war der Flug übrigens UX45 von Madrid-Barajas, der um 12.30 Uhr morgens nach Montevideo fliegen sollte. 12 Stunden in dem Flug, auf dem 12 Stunden langen Flug. Da sah man nochmal die Bilder vom Blut und so weiter, auch die Liege. Das Flugzeug sieht halt wirklich aus wie nach einem Bombeneinschlag. Und der Flieger ist dann aufgrund der Turbulenzen notgelandet in Natal in Brasilien. Und die 30 Verletzten, davon sind 6 dann auch ins Krankenhaus letztendlich gekommen. Ich kann hier nur wieder sagen, denkt dran, den Sitzgurt immer zu schließen, wenn ihr am Platz seid. Ich weiß, man muss manchmal auf Toilette, man muss sich mal die Beine vertreten. Aber die Bilder sind halt sehr, sehr eindrucksvoll. Habe ich übrigens auch von vielen Zuschauern zugeschickt bekommen. Danke dafür nochmal. Es ist halt krass und es ist schlimm, dass so etwas passiert. Ich bin mal gespannt, wie man darauf reagiert, ob es irgendwann mal vielleicht ein System gibt, wo man solche Sachen voraussehen kann. Flughafen BER. Und wir müssen natürlich der Ehrlichkeit halber sagen, Berlin hat keinen Flughafen, aber man hat dort trotzdem Probleme. Und zwar haben Passagiere dort am Flughafen auf ihr Gepäck 2 Stunden lang warten müssen. Und gerade im Billigflieger Terminal war das Problem in den 2 Tagen, wo es waren. Die Flüge waren aus Antalya, albanischen Hauptstadt Tirana. Und Reisende hatten das gemeldet. Der Flughafen hat diese Darstellung übrigens auch bestätigt. Und die Gewerkschaft Verdi sagt, das liegt an der schwierigen Personalsituation. Und
gerade die Dienstleister, die für die Billig-Airlines fliegen, in dem Fall wird übrigens Swissport genannt. Das wäre so der größte Verursacher für die Verspätung. Das Problem betreffen vor allem die Low-Cost-Airlines, die Verträge halt mit Swissport abgeschlossen haben. Ich selber finde, er hat auch Swissport. Ich habe da eigentlich keine Probleme ehrlicherweise gehabt, aber das ist halt nicht Billigflugterminal. Und dann war am Sonntag natürlich auch noch das Problem mit Starkregen, mit Gewitter. Und da geht natürlich keine Abfertigung, weil das ist hoch lebensgefährlich, bei Gewitter auf dem Vorfeld rumzulatschen. Das geht gar nicht. Also insofern ist das auch richtig so, dass da nichts gemacht worden ist. Ich bin mal gespannt, wie man jetzt diesen Personalmangel dort in den Griff bekommen kann, außer mit mehr Gehalt. Vielleicht sollte man da richtiges Gehalt auszahlen, wobei ich nicht ehrlicherweise weiß, ob das schlechte Gehälter sind. Das muss man natürlich sagen. Aber es ist halt körperlich harte Arbeit. Und Ereignisse wie Gewitter sind natürlich das Thema. Aber Verdi sagt, dass das Gewitter nicht der Hauptgrund war. Denn viele Mitarbeiter müssten ihre Schichten halt verlängern und arbeiten fast bis zur 10-Stunden-Grenze, wo sie arbeiten dürfen. Swissport hat 700 Leute bearbeitet in Arbeit. Und wenn man noch weiter guckt, dann gibt es halt das Problem, dass man dann auch noch Probleme hatte mit den Regionalverkehrszügen. Ich hatte S-Bahn gesagt, es ist aber der FEX gewesen, der Flughafen Express, und der ist ausgefallen wegen Krankheit. Hast also im Prinzip kein Glück, kommt auch noch Pech dazu. Und die Züge des Flughafen Express FEX fliehen dann auch aus. Und ja, das ist natürlich ein Riesenproblem. Die Bahn sagt, das wären kurzfristige Krankmeldungen. Also hier auch wieder von euch die Frage des Tages. Was sagt ihr zu der Zunahme der Turbulenzen? Wie geht ihr mit dem verkürzten Service um? Und wie sind eure Erfahrungen mit dem BER? Habt ihr da auch Probleme, Sorgen, Ängste, Nöte? Ich bin mal gespannt auf eure Meinung. Das letzte Thema, und das wisst ihr ja immer, alles, was mit Horn-Circle Lufthansa zu tun hat, ist ein No-Brainer-Thema. Das No-Brainer-Thema, und ich bleibe unter der halben Stunde, ich bin richtig stolz auf mich, ist, dass die Lufthansa Horn-Circle auf den Lufthansa-Flügen nun kostenloses Premium-Internet bekommen haben. Ich erinnere mich noch an Lufthansa, wie sie das Internet eingeführt haben. Damals war es ja noch bei Boeing. Und ich muss natürlich sagen, dass man super damit jetzt umgehen kann. Das sind 4 Mbit kostenfrei für Horn-Circle. Das wäre der Screenshot, der passende dazu. Hier seht ihr das. Und da ist es halt wirklich so, dass man dann auch ordentlich streamen kann. Ist jetzt natürlich nicht, dass man, so wie ich hier jetzt einen Videostream machen könnte, aber es ist halt so ein bisschen, dass man runterladen kann. Und man muss natürlich dort das Ganze kaufen. Wichtig ist auch jetzt, dass der Login mit der Horn-Nummer funktioniert. Ist das für euch etwas, wo ihr sagt, das ist eine Bevorzugung der Horn-Circle, das sollte für alle gelten, das sollte für Senatoren gelten? Aber ich gebe hier zu bedenken, wie immer an dieser Stelle, wenn alle freies Internet haben, hat keiner freies Internet, weil es halt einfach nicht mehr funktioniert. Gut, damit sind wir ans Ende der Sendung gekommen. Ich danke euch, dass ihr heute bei Frequent Traveler TV dabei seid und dass ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt, ein Like dagelassen habt. Und ich freue mich auf euch morgen und kommentiert Kanalmitgliedschaft. Und es gibt eine Überraschung. Also, bis dann, ciao, ciao und bis morgen und Abspann für euch.